Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Felix und bei mir ist wie immer die wunderbare Lisa. Hallo Lisa. Hallo Felix und hallo an alle, die uns heute zuhören. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema. Wir sprechen über Selbstsabotage, wie wir sie im Leben und bei der Arbeit überwinden können. Oh ja, Selbstsabotage. Das ist so ein spannendes Thema, oder? Viele von uns kennen das. Wir wollen etwas erreichen, aber irgendwie stellen wir uns selbst immer wieder ein Bein. Lisa, wie würdest du Selbstsabotage definieren? Gute Frage, Felix. Selbstsabotage bedeutet im Grunde, dass wir uns selbst daran hindern, unsere Ziele zu erreichen. Das kann bewusst oder unbewusst passieren. Zum Beispiel, wenn wir Dinge aufschieben, obwohl wir wissen, dass es besser wäre, sie sofort zu erledigen. Oder wenn wir Angst vor dem Scheitern haben und deswegen gar nicht erst anfangen. Ja, das klingt vertraut. Ich denke, jeder hat schon einmal Dinge aufgeschoben oder gezögert, weil er Angst hatte, oder? Also, es ist so eine Art innerer Kampf gegen sich selbst. Genau, Felix. Es ist ein innerer Kampf. Oft sind es unsere eigenen Gedanken, die uns im Weg stehen. Ein wichtiges Wort hier ist Prokrastination. Kennst du das, Felix? Oh ja, Prokrastination, das Liebe aufschieben. Ich kenne das nur zu gut. Das bedeutet also, dass wir wichtige Aufgaben immer wieder verschieben, bis es fast zu spät ist. Richtig. Prokrastination ist ein großes Problem bei Selbstsabotage. Oft steckt die Angst dahinter, nicht gut genug zu sein oder zu versagen. Und das ist der Grund, warum wir manchmal gar nicht erst anfangen. Das macht Sinn. Aber warum sabotieren wir uns eigentlich selbst? Was steckt dahinter? Es gibt viele Gründe dafür, Felix. Einer der häufigsten ist der sogenannte Selbstwertzweifel, also die Zweifel daran, dass wir etwas wirklich schaffen können. Wenn wir nicht an uns selbst glauben, denken wir vielleicht, dass wir es gar nicht erst versuchen brauchen. Ein anderes Wort, das hier wichtig ist Versagensangst. Das bedeutet, dass wir Angst davor haben, etwas nicht zu schaffen. Ah, Versagensangst. Das erklärt auch, warum wir manchmal gar nicht erst anfangen, weil wir denken, ach, das wird sowieso nichts. Ich finde, es hilft schon, das Problem zu erkennen, oder? Absolut. Der erste Schritt, um Selbstsabotage zu überwinden, ist, sich bewusst zu machen, dass man sich selbst im Weg steht. Das bedeutet, dass man seine Gedanken und Verhaltensweisen ehrlich analysiert. Zum Beispiel können wir uns fragen, warum schiebe ich diese Aufgabe auf? Oder wovor habe ich wirklich Angst? Das klingt so, als wäre Selbsterkenntnis der Schlüssel. Ich denke, viele von uns neigen dazu, die Schuld auf äußere Umstände zu schieben, statt sich ehrlich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Genau, Felix. Es ist einfacher, äußere Faktoren verantwortlich zu machen. Aber wenn wir erkennen, dass wir selbst die Macht haben, etwas zu ändern, dann können wir wirklich Fortschritte machen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Wort Eigenverantwortung. Das bedeutet, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben und unsere Entscheidungen übernehmen. Eigenverantwortung. Das klingt wichtig. Und es ist auch ein bisschen befreiend, finde ich. Wenn ich erkenne, dass ich selbst etwas ändern kann, dann bin ich nicht mehr so hilflos. Ganz genau. Und das ist der nächste Schritt. Wir müssen aktiv werden. Das bedeutet, kleine, konkrete Schritte zu planen, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir zum Beispiel dazu neigen, Dinge aufzuschieben, können wir uns vornehmen, jeden Tag nur 10 Minuten an der Aufgabe zu arbeiten. So überwinden wir die Blockade und kommen ins Handeln. Kleine Schritte, das klingt machbar. Ich finde, das ist auch weniger einschüchternd, als sich gleich ein riesiges Ziel zu setzen. Also, wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, das mir Angst macht, sollte ich einfach mal anfangen, nur einen kleinen Teil davon zu erledigen? Ganz genau, Felix. Das nennt man auch Chunking, also eine große Aufgabe in kleinere Teile aufteilen. Das hilft, den Druck zu verringern und macht es leichter, überhaupt anzufangen. Ein weiterer wichtiger Begriff ist Selbstmitgefühl. Das bedeutet, dass wir freundlich zu uns selbst sind, wenn etwas nicht perfekt läuft. Selbstmitgefühl. Das ist auch so wichtig, oder? Wir sind oft viel strenger zu uns selbst als zu anderen. Ich denke, wenn wir lernen, uns selbst zu verzeihen und zu ermutigen, dann ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Absolut, Felix. Selbstmitgefühl hilft uns, nicht aufzugeben, wenn etwas schief geht. Wir müssen uns daran erinnern, dass jeder Fehler macht und dass das völlig normal ist.
Statt uns zu verurteilen, sollten wir aus unseren Fehlern lernen und weitermachen. Das klingt so, als wäre der Umgang mit Selbstsabotage eine Mischung aus Selbsterkenntnis, kleinen Schritten und viel Geduld mit sich selbst. Lisa, hast du vielleicht noch ein paar konkrete Tipps, wie wir Selbstsabotage im Alltag überwinden können? Natürlich, Felix. Ein wichtiger Tipp ist, realistische Ziele zu setzen. Oft sabotieren wir uns, weil unsere Ziele zu groß oder zu vage sind. Wenn wir uns klare, erreichbare Ziele setzen, haben wir eine bessere Chance, sie auch zu erreichen. Ein weiterer Tipp ist, Routinen zu entwickeln. Wenn wir uns eine feste Struktur geben, fällt es uns leichter, am Ball zu bleiben. Realistische Ziele und Routinen. Das klingt sehr sinnvoll. Ich denke, das gibt uns auch eine gewisse Sicherheit, oder? Wenn ich eine Routine habe, dann muss ich nicht jeden Tag neu überlegen, was ich tun soll. Genau, Felix. Routinen helfen uns, Gewohnheiten zu entwickeln, die uns im Alltag unterstützen. Ein weiteres Wort, das hier wichtig ist Beharrlichkeit. Das bedeutet, dass wir dranbleiben, auch wenn es mal schwierig wird. Selbst wenn wir nur kleine Fortschritte machen, ist das besser, als gar nichts zu tun. Beharrlichkeit. Ich mag dieses Wort. Es erinnert mich daran, dass es okay ist, langsam voranzukommen, solange ich nicht aufgebe. Lisa, ich finde, das war ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges mitgenommen. Das hoffe ich auch, Felix. Selbstsabotage zu überwinden ist nicht einfach, aber mit den richtigen Strategien und einer positiven Einstellung kann jeder von uns daran arbeiten, seine Ziele zu erreichen. Auf jeden Fall. Und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen oder Gedanken zu diesem Thema habt, denkt daran. Es ist wichtig, geduldig mit sich selbst zu sein und kleine Schritte zu machen. Beim nächsten Mal sprechen wir übrigens über ein weiteres spannendes Thema: die Bedeutung von Grenzen in Beziehungen. Das wird sicher wieder super interessant. Und natürlich lernt ihr dabei auch viele neue und interessante Vokabeln, um euer Deutsch weiter zu verbessern. Genau, Felix. Ich freue mich schon darauf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und bleibt dran, um weiterhin mit uns zu wachsen und zu lernen. Tschüss! Tschüss.